Okay, dann läuft aber jetzt die Zeit. Ne? Okay, also genau, meine Präsentation, in der ich kurz mein Dissertationsprojekt vorstelle, ist eben Digital First, Building Second oder warum die Digitalisierung nur zur Hälfte aus Technologie besteht. Und um nicht zu weit auszuholen, fange ich an mit einem kurzen Begriffspärchen, das ein bisschen den Kontext setzt. Das ist Dystopien und Utopien, die viel damit zu tun haben. Wenn man das so googelt, habe ich mal dafür gemacht, wenn man Utopien googelt, dann kommen irgendwelche so eine Art von Bildern irgendwie, alles vergleichsweise bunt und hell. Wenn man Dystopien googelt, kommen so eine Art von Bildern, irgendwie eigentlich ähnliche Settings, nur dass alles kaputt und dunkel ist. Und warum ist das relevant für mich und meine Arbeit? Was man darin unter anderem sieht, mehr oder weniger, ist das Konzept, was ich hauptsächlich benutze. Das nennt sich Social Technical Imaginaries. Natürlich auch wieder Englisch. Die in kurz beschrieben werden können als bestimmte Vorstellungen von der Zukunft oder also von wünschenswerten oder nicht wünschenswerten Zukünften, die wir als Gesellschaft durch Wissenschaft und oder durch Technologie ermöglichen können. Also wenn man dahin guckt, auf dem Weg dahin, genauso wie gut, oben links kann man bezweifeln, aber auf den anderen Bildern, der Weg dahin wird durch irgendeine Art von Technologie immer ermöglicht. Und das ist eben das, was ich mir angucke. Jetzt ist die Frage eben, wer hat Social Technical Imaginaries, wo kommen sie ungefähr her und was hat Christa Lindner vom Anfang damit zu tun? Das hat natürlich noch ein bisschen mehr Kontext bekommen jetzt in den letzten Tagen, das habe ich jetzt nicht mit einbezogen, aber das ist jedenfalls, Social Technical Imaginaries kommen, wie das Konzept quasi impliziert, eigentlich überall davor, wo Technik und Gesellschaft aufeinander kommen, also überall. Und das ist dann auch im Bundestag. Und meine Forschungsfrage in meinem Projekt ist im Grunde ein bisschen also im Dokument steht sie anders, aber so für hier heute, wie stellen sich Politikerinnen im Bundestag eine durchdigitalisierte Welt vor? Also quasi, wo soll es hingehen mit all der Technologie? In der Utopie, in der Dystopie und wo und wie und was. Also wenn man sich zum Beispiel dann Thema KI ist jetzt gerade allgegenwärtig, führt KI uns in eine Dystopie oder eine Utopie und unter welchen Umständen und warum und wie. Oder wenn man eben Digitalisierungstechnologie in Landwirtschaft hat, führt das in eine Utopie oder führt das in eine Dystopie oder irgendwas dazwischen, wie sich das eben vorgestellt wird. Das gucke ich mir anhand von Protokollen, also von den Bundesreden, die im Bundestag gehalten werden, an. Weil, das ist auch schon der Schluss dann jetzt, quasi die Annahme dahinter ist halt, dass eben einfach diese Vorstellungen eine gewisse Macht haben, weil wir nichts machen, ohne uns vorher irgendwie vorzustellen, was wir eigentlich erreichen wollen in der Zukunft irgendwie. Aber eben nicht jede Realität auch den Vorstellungen eigentlich gleicht. Also auch wenn man sich eine Utopie vorstellt, muss das nicht zur Utopie werden. Deswegen ist es interessant, einfach sich diese sowohl als auch Vorstellungen anzugucken. Und das tue ich in meiner Arbeit. Ich habe noch 10 Sekunden. Aber ich bin auch fertig.